Hallo, hier bin ich wieder mit meiner ayurvedischen Küche und bereits in meiner Küche, denn heute springen wir direkt zu unserem Rezept. Ich finde, dass es draußen ziemlich kalt geworden ist und ich finde, da gibt es nichts Besseres als eine warme Umarmung von innen. Und für das heutige Rezept habe ich mir einen gebratenen Spitzkohl mit Bohnenpüree ausgedacht. Klingt jetzt ein bisschen dröge, aber einfach mal drauf einlassen. Es wird wirklich fantastisch. Und jetzt kommen wir schon direkt zu den Zutaten. Der Hauptdarsteller unseres heutigen Gerichts ist ja, wie ich schon eben erwähnte, der Spitzkohl. Und der Spitzkohl ist unglaublich bekömmlich, leicht verdaulich, enthält viele Ballaststoffe und regt im Allgemeinen die Verdauung an. Außerdem punktet er mit Vitamin A, C und K. Und gerade Vitamin K ist für unsere Blutgerinnung besonders wichtig. Und womit er auch punktet, ist, dass er gerade mal, das finde ich sehr erstaunlich, gerade mal 20 Kalorien pro 100 Gramm hat. Das heißt, er ist also sehr kalorienarm. Und aufgrund dessen habe ich ihm auch eine kleine Persönlichkeit verpasst. Unser lieber Spitzkohl darf nun ein Bad nehmen in Form von einer Marinade. Diese besteht aus 3 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Agavendicksaft oder auch gerne ein anderes Süßungsmittel wie Ahornsirup oder Dattelsirup, wie man mag. Da verabschiedet sich schon ein Auge, Gott sei Dank nicht in unsere Marinade. Dann brauchen wir noch 2 Teelöffel voll Tomatenmark, dann 1 Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel, Kumin, 1 Teelöffel Chilipulver oder Chiliflocken, 1 Teelöffel voll gemahlenem Koriander und 1 Teelöffel voll Paprikapulver. Später setzen wir den Spitzkohl ja auf ein Bett voll Bohnen, also in Form von Bohnenpüree. Und dieses besteht aus 200 Gramm weißen Bohnen, einem Eiswürfel, der sorgt für eine ganz besondere Fluffigkeit in dem Bohnenmus. Dann brauchen wir 2 Teelöffel voll Olivenöl, ein bisschen Zitronensaft und Salz und Pfeffer. Ja, und damit das Topping später auch noch so richtig angeberisch schön aussieht, benötigen wir nochmal 2 Esslöffel voll Balsamico-Essig oder Weißweinessig, erneut eine Prise Chili in Form von Chilipulver oder Chiliflocken und dann benötigen wir auch noch 2 Esslöffel voll Agavendicksaft. Bevor es jetzt dem einäugigen Spitzkohl an den Kragen geht, schalten wir noch unseren Ofen ein, bei 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft. Und jetzt war's das für ihn. Als erstes entfernen wir die welken Blätter und zerteilen ihn dann in kleine Spalten. Man kann natürlich je nach Gästeanzahl oder Hungergefühl die Spalten auch nochmal teilen. Oder die kleinen Schiffchen, wie man dazu sagen möchte. Und dann sieht das Ganze so aus. Oh, fällt bestimmt auseinander. Genau. Als nächstes stellen wir die Marinade zusammen. Damit fangen wir am besten mit dem Tomatenmark an. Erstmal die flüssigen Zutaten, dann das Olivenöl und der Agavendicksaft und zum Schluss die Gewürze. Dann nehme ich mir einen Schneebesen und los geht's. Oh, das duftet schon wieder so lecker. Genau, und genau das wollen wir, nämlich, dass es tatsächlich auch sehr sämig aussieht, beziehungsweise sämig ist. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr merkt, dass die Marinade doch etwas zu wenig erscheint, dann einfach mit Olivenöl nochmal weiterarbeiten oder gegebenenfalls noch ein paar Gewürze hinzufügen. Also am Ende soll natürlich die Marinade dann auch für die entsprechenden Spitzkohlstücke reichen. So, meine Marinade ist jetzt genau so, wie ich sie haben möchte. Wie man sieht, sehr, sehr sämig. Und nun bepinsel ich damit unseren Spitzkohl.
Wichtig ist, dass die Marinade wirklich überall in die Zwischenräume eindringt, also wirklich da ganz großzügig verteilen. Und dann natürlich auch umdrehen. Die sich schon freiwillig ergeben haben, muss man dann tatsächlich im Liegen weiter bearbeiten. Und dann sieht man auch schon ganz toll, wie der Spitzkohl die Marinade förmlich aufsaugt. Der zerlegte Spitzkohl wandert nun für ungefähr 15 Minuten in den Ofen. Als nächstes kümmern wir uns um unser Bohnenpüree. Dafür geben wir die Zutaten für das Bohnenpüree in einen Hochleistungsmixer. Das Bohnenpüree ist jetzt fertig. Jetzt schauen wir es uns mal an. Ah, wunderbar. Ja, cremig, fluffig, wunderbar. Auch hier wieder ein kleiner Tipp, wenn ihr zwischendrin mal reinschaut und seht, das ist mir noch irgendwie zu stückig, kann man immer mit ein bisschen Wasser oder auch Olivenöl nachhelfen. Einfach immer zwischendrin natürlich probieren, damit es nicht verwässert, aber generell einfach Olivenöl und Wasser. Und dann kann dieser wunderbaren Textur auch nichts mehr im Wege stehen. Bevor wir das Bohnenbett anrichten, schauen wir jetzt erstmal nach unserem Spitzkohl. Dann schauen wir da mal rein. Oh, hier ist was los, hier knistert und brutzelt es. Es ist ein Traum. Ja, wie man sehen kann, sind schon einige Blätter etwas dunkel eingefärbt. Genauso wollen wir das. Und genau jetzt können wir oder beziehungsweise sollten wir auch den Spitzkohl mal auf die andere Seite legen. Dann drehen wir den Spitzkohl jetzt mal um, dass auch die andere Seite des Spitzkohls die Möglichkeit hat, braun zu werden. Und schon hier hört man ganz toll, wie knusprig der Spitzkohl bereits schon geworden ist. Da könnte ich mich ja auch reinlegen. Ich finde vor allem, wenn man über Spitzkohl redet, dann klingt das wirklich so ein bisschen auch wie Zunge aus dem Fenster. Aber mit dieser wunderbaren Marinade, eigentlich braucht es gar nicht viel. Man könnte den auch einfach nur mit Salz und Pfeffer essen. Aber mit dieser köstlichen Marinade wird das natürlich eine richtige Gaumenfreude. Wunderbar. So, andere Seite bitte. Einmal drehen. Und jetzt geht es wieder in den Ofen. Dann wollen wir mal schauen, was unser Spitzkohl da drinnen treibt. Das knistert einfach so unfassbar gut und wir sehen, jetzt können wir den Spitzkohl rausholen und ihn auf einem Teller anrichten. Als erstes geben wir unser Bohnenpüree auf den Teller. So, dann verstreichen wir das mal. Und dazu gesellt sich jetzt auch gleich unser Spitzkohl. Und nun mischen wir noch unser Topping zusammen. Dafür geben wir den Essig, den Agavendicksaft und die Chiliflocken in eine Schüssel und verrühren das Ganze. Und diese Marinade kommt nun gleich über den Spitzkohl. Sieht das nicht wunderschön aus? Und ich sag euch, das duftet herrlich. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch Granatapfelkerne im Kühlschrank habe. Und
Kleiner Nachtrag, es sieht natürlich immer unheimlich schön aus, wenn irgendwas Buntes sich auf dem Teller befindet. Deswegen werde ich jetzt noch im Nachgang ein paar Granatäpfelkerne auf meinem Spitzkohl verteilen. Wunderschön würde sich natürlich auch Petersilie machen oder irgendwelche anderen Kräuter. Koriander ist auch sehr hübsch da drauf. Also, jetzt wird probiert. So, ich habe mir das natürlich jetzt ein bisschen vorgeschnitten, sonst wird das hier gleich eine Sauerei. Ein Gemälde zum Essen. Es sieht einfach nicht nur wunderschön aus, sondern man schmeckt die Zitrone, man schmeckt das Herbe von dem Spitzkohl, man schmeckt das Fruchtige von den Granatapfelkernen. Es ist wirklich eine wahre Geschmacksexplosion. Ich kann euch nur raten und empfehlen und ans Herz legen, bitte nachmachen. Ihr verpasst was. Dann bis zum nächsten Mal, eure Mangel.